Bei Destillation denke ich in erster Linie immer an eine gute Marille oder einen feinen Willi. Und wenn du Wein erhitzt, erhältst du Weinbrand. Wenn das dann noch in der richtigen Region in Frankreich passiert, schimpft es sich sogar Cognac. Das Grundprinzip ist eigentlich immer das gleiche. Eine Flüssigkeit wird erhitzt, es entstehen Dämpfe und diese kondensieren an dafür vorgesehenen Kontaktflächen. Das Gleiche funktioniert auch mit einer deutlich unedleren Brühe, dem Erdöl. Erdöl wird auf 350 Grad erhitzt und als erstes verdampfen die schnellflüchtigen Gase Methan und Ethan. Upsi. Erdöl wird auf 350 Grad erhitzt und als erstes verdampfen die schnellflüchtigen Gase Methan und Ethan. Darauf folgt das leicht siedende Benzin und erst ganz am Ende kommt der schwer siedende Diesel. Dazwischen liegt noch Kerosin und übrig bleibt wie hier Teer. Allein in der Distille brauchen wir also für 1 Liter Diesel 1,6 Kilowattstunden Energie. Zuvor muss das Rohöl natürlich noch gefunden werden und es muss danach gebohrt werden. Dann muss es per Schiff oder Pipeline zur Raffinerie transportiert werden, um dort weiterverarbeitet zu werden. Schlussendlich geht es dann noch auf Achse zur Tanke. Und da haben wir in Summe nicht mehr nur 1,6, sondern 7 Kilowattstunden Energie pro Liter Diesel. Also Simon, komm zum Punkt, was ist hier die Botschaft? Die Botschaft ist, dass der Diesel in deinem Truck bereits vor dem ersten gefahrenen Kilometer einen beträchtlichen CO2-Fußabdruck im Gepäck hat. Wenn du nun also für die nächsten 100 Kilometer 25 Liter tankst, dann sind wir bei 25 mal 7, 175 Kilowattstunden Energie. Und wenn du diese Energie nun in deinen elektrifizierten Truck lädst, kommst du damit locker 150 Kilometer weit. Versteht mich nicht falsch, auch in den kommenden 2 Dekaden ist der Diesel aus dem Transportwesen sicher nicht wegzudenken. Aber einen herzlichen Gruß an alle Anti-Elektriker. Auch der Diesel kommt nicht per Zauberhand in die Zapfsäule.